Hallo, mein Name ist Walter Lübeck und ich bin seit über 30 Jahren Profi in der Esoterik-Szene. Ich mache praktische Esoterik, ich gebe Kurse über spirituelle Dinge, schreibe Bücher darüber, 25, und mache Kommunikationstraining, NLP, Hypnose und so weiter. Und das ist meine Berufung. Ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Das ist eine wunderschöne Tätigkeit. Und diejenigen, die Lust dazu haben, die, finde ich, sollten das auch tun und sollten die Dinge, die sie den Menschen geben können, aus vollem Herzen mitteilen, damit andere auch ungewöhnliche Lösungen für schwer lösbare Probleme finden. Soweit, so gut. Und dann höre ich immer wieder im Laufe der Zeit und besonders in den letzten Monaten, kann ich sagen, dass Leute, die Esoterik machen, was mit rechtsradikaler Politik zu tun haben, mit Faschismus, mit Braunen. Und ich denke, ich höre nicht richtig. Das erste Mal, dass ich diese Meinung kennengelernt habe, das war, als ich eine spirituelle Zeitschrift für Norddeutschland rausgegeben habe. Die Kontaktalternative gab es ein paar Jahre, kennt heute wahrscheinlich keiner mehr. Hatte mal eine Auflage von 15.000 Stück im Monat für Norddeutschland. Und da kam jemand von einer hannoverschen Tageszeitung zu mir und sagte, er wolle mich interviewen wegen meiner politischen Meinung, warum ich denn so ein Rechter wäre. Und ich war eigentlich in meinem ganzen Leben noch nie auf der rechtsradikalen Seite, und Faschisten sind für mich ein rotes Tuch, und ich will kein Nazi-Deutschland, und Hitler ist für mich jemand, der besser in an die Psychiatrie gehört und nicht in die Politik. Und ich dachte mir, was hat er denn für ein Problem? Er sagte, seine Qualifikation war, er hatte mal ein paar Jahre Judo gemacht. Deswegen hätte man ihn in der Redaktion ausgewählt, mich zu interviewen. Dachte ich, wow, das ist echt eine Qualifikation, so ein bisschen Judo. Und dann hat er was zu tun mit Spiritualität. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich überhaupt keine Verbindung sehe zwischen esoterischen Methoden, also Pendeln, Reiki, Schamanismus, Kristallarbeit, Meditation und so weiter, und irgendeiner politischen Richtung. Ich glaube nicht, dass der das verstanden hat. Jedenfalls war der Artikel nicht so. Der war so suffisant, dass ich verborgen hätte, wie meine politische Meinung wäre. Nun, in den letzten Wochen und Monaten habe ich immer wieder gesehen, dass Menschen, die sich mit Esoterik und spirituellen Dingen befassen, das ist übrigens nicht das gleiche, Esoterik und Spiritualität, dass die in einen Topf gepackt werden mit Rechtsradikalen, mit Nazis, mit Faschisten und so weiter. Und ich frage mich, wie kommen die Menschen dazu, dass die Gruppe um Hitler herum aus Machtinteressen versucht hat, auch mit ihrem Verständnis von Magie Macht über Menschen zu bekommen. Das ist eine Sache, aber das hat ja nichts damit zu tun, mit den Dingen, mit denen sie gearbeitet haben. Ich beschäftige mich mit Runen. Runen haben keine politische Meinung. Runen haben nichts mit Rassenwahn zu tun, haben nichts mit Nationalsozialisten zu tun. Runen sind ein uraltes Alphabet. Sie wurden zum Zaubern für Energiearbeit verwendet und als Orakel, damit man die Welt und das Leben besser versteht. Und nein, da steht keine Ideologie dahinter und auch keine Politik und auch keine Idee, dass weiße Menschen besser sind als andere. Dann würde ich das nämlich gar nicht machen. Die Menschen, die ich kennengelernt habe in der Esoterik-Szene, die sich mit praktischer Esoterik, also zum Beispiel Pendeln, Routen gehen, Kristallarbeit, Handheilung, äh, Kommunikationstraining und so weiter befassen, haben ein breites Meinungsspektrum von bis. Und ja, ab und zu habe ich auch mal jemanden kennengelernt, der war zum Beispiel linksradikal oder rechtsradikal. Aber ohne dass ich jetzt Statistik gemacht hätte, kann ich sagen, von 100 ist es vielleicht einer, wenn es hochkommt. Und den trefft ihr woanders auch. Da könnt ihr genauso gut sagen, dass ihr solche Menschen im Handwerk trefft oder in der Industrie oder in der Politik oder das heißt, das ist kein Kennzeichen für Esoterik, dass jemand politisch radikal ist. Esoterik bedeutet, Menschen gehen mit Methoden um, die verborgen sind. Also esoterisch heißt verborgen, exoterisch heißt offensichtlich. Esoterisch ist das, was der breiten Masse, dem Mainstream der Bevölkerung nicht vertraut ist. Sobald es denen vertraut ist, wäre es übrigens nicht mehr esoterisch. Dazu gehört auch Energiearbeit. Und es gibt Gegenden in der Welt, wo Milliarden von Menschen mit Energiearbeit praktisch täglich umgehen. Also beispielsweise in Indien hat jedes Haus einen Altar. Jedenfalls, soweit ich auf meinen vielen Reisen das mitbekommen habe, in Sri Lanka, in Indonesien, Philippinen, China, Vietnam, Korea und so weiter, gibt es
Schamanen gibt es, Akupunktur gibt es, Heilen durch Handauflegen gibt es, Rituale, die auch von Politikern mitgemacht werden. All diese Leute sind doch nicht rechtsradikal oder linksradikal oder irgendwie radikal. Die machen praktische Energiearbeit. Und das tun die, weil seit Menschengedenken, also seit Tausenden von Jahren, durch die Erfahrung bekannt ist, dass es funktioniert. Also völlig unpolitisch, einfach wie ein Handwerk. Man macht es und es gibt ein bestimmtes Ergebnis. Dass sich das dem wissenschaftlichen Denken entzieht, das ist wahr. Aber deswegen ist das nicht politisch radikal. Und im Übrigen, wissenschaftliches Denken gibt es, je nachdem, wie man den Beginn der Wissenschaft rechnen will, wenige hundert Jahre. Und nun, Tatsache ist, die Wissenschaft hat uns viele kurzfristige Wunder beschert und langfristige Probleme. Man denke nur an die Atomkraft zum Beispiel oder an die Schwermetalle oder an die Unmengen Müllberge, die Mikroplastik und so weiter. Und das haben Tausende von Jahren ohne Wissenschaft nicht gemacht. Die haben die Umwelt weitestgehend intakt gelassen. Insofern muss man sich überlegen, wenn man das Ganze langfristig betrachtet, also ist die Wissenschaft wirklich in so einer tollen Position, dass sie von oben herab sagen kann, Esoterik, alles überflüssig und Abracadabra und funktioniert gar nicht. Da haben Milliarden von Menschen andere Erfahrungen. Und die sind nicht politisch, möchte ich nochmal ganz klar sagen. So, und dann gibt es bei diesen Milliarden von Menschen, die sich also jeden Tag mit Energiearbeit befassen, wo in Krankenhäusern Energiearbeit gemacht wird, wie zum Beispiel Operationen mit Akupunktur. Und es gibt Lehrstühle für Astrologie, habe ich gehört, in Indien beispielsweise an der Universität. Nun, all diese Menschen haben unterschiedlichste politische Ansichten und nur ganz wenige davon sind radikal. In Deutschland ist das nicht anders. Oft werden Esoteriker mit Querdenkern in einen Topf gepackt. Nun, ich kenne viele Menschen, die offiziell zur Querdenkerszene gerechnet werden. Nur konnte ich nicht feststellen, dass die radikal sind. Es mag radikale Querdenker geben, das mag durchaus sein, das gibt es in jeder Gruppe der Bevölkerung, sondern ich habe bei den Leuten, die sich als Querdenker sehen, Menschen festgestellt, die haben nicht die zurzeit vorherrschende politische Meinung. Das ist ihr gutes Recht. Wir leben in einer Demokratie. Sind die rechtsradikal? Sind das Faschisten? Habe ich keine Anzeichen von gesehen. Ist ein Mensch, der das Thema Impfen gegen Coronavirus kritisch sieht und nachhakt und diskutiert, automatisch jemand, der rechtsradikal ist, ein Faschist ist? Nein, der möchte einfach nur Genaues darüber wissen und ist skeptisch, vielleicht hat er auch Angst. Es ist ein gutes Recht nachzufragen. Wir leben in einer Demokratie. Wenn Menschen mit einem Etikett versehen werden, wenn die etwas auf die Stirn geklebt kriegen, wo drauf steht radikal, ist es sehr einfach, sie abzuurteilen und das, was sie sagen, als falsch zu bewerten. Ich finde, es wäre sinnvoll, miteinander zu reden und nicht übereinander zu reden. Esoteriker sind politisch in keiner Weise radikal. Esoteriker sind ein bunt gemischtes Grüppchen von Leuten, die in außergewöhnlichen Methoden Lösungen für Probleme suchen, die sie mit gewöhnlichen Methoden nicht gelöst haben. Esoteriker sind Leute, die als Manager arbeiten, die Hausfrauen sind oder Hausmänner, die Kinder haben, die verheiratet sind oder Singles, die vielleicht Taxi fahren, die Versicherungen verkaufen, die an der Theke am Käsestand sind, Leute, die vielleicht mauern oder die einen Kran führen oder als Meister in der Industrie arbeiten. Ich habe in den über 30 Jahren aus allen Schichten der Gesellschaft Menschen in meinen Seminaren und Vorträgen gehabt. Zu sagen, die kann man alle über einen Kamm scheren und die sind also radikal politisch und sind gefährlich und so, da würde ich erstmal sagen, Leute, denkt nach und hört auf, mit Schubkästen zu arbeiten. Esoteriker und Spirituelle interessieren sich für Esoterik und Spirituelles und dann haben sie eine große Vielzahl politischer Meinungen und möglicherweise diskutieren sie etwas mehr als Leute, die sich nicht für Esoterik und Spirituelles interessieren. Das mag so sein. Und hey, das ist ein Teil unserer freien Gesellschaft. Also, bitte, denkt nach und redet miteinander. Versucht einander zu verstehen und zu respektieren. Und dann können wir dieses leidige Thema mit Esoterikern und Radikalen endlich mal beiseite packen und uns um das kümmern, was wirklich zählt, nämlich die vielen Probleme zu lösen, die wir jetzt hier auf dem Tablett haben. Und das zu tun, ist eine gute Sache, finde ich, eine wichtige Sache. Für uns alle, da sind wir sicherlich einer Meinung. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und bleibt gesund.